Zürich 1968. Wie überall in Europa gehen die Studenten auf die Straßen. 1968 ist schon ein Jahr des Umbruchs und des Aufbruchs. Man denkt natürlich, wenn man 68 hört, zunächst einmal an die Aufbruchsstimmung, die auf den Straßen von Paris geherrscht hat, aber nicht nur in Paris, auch in Berlin, in den USA, in Zürich. Der Prager Frühling hat den Ostblock erschüttert und ist ja dann im August 1968 von den Bruderstaaten in Prag niedergewalzt worden. 68, das sind die Anfänge des Vietnamkrieges. 68 läuft in China die Kulturrevolution. 68 ist auch das Bewusstsein stärker geworden, dass die Ressourcen dieses Planeten endlich sind, dass wir der Umwelt Sorge tragen müssen, wenn künftige Generationen auf diesem Planeten sollen leben können. Man hat gemerkt, dass man mit der Welt verknüpft ist, dass man sich der Welt nicht entziehen kann, also dass man international präsent sein muss, dass man außenpolitisch agieren muss. In diesem Kontext gehört die Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Außenpolitik. Die UNO-Frage war der Auslöser zur Gründung der Gesellschaft für Außenpolitik. Der erste Präsident war Willy Bretscher, ein ehemaliger Nationalrat, ehemaliger Chefredaktor der NZZ. Er hat selber im Parlament 1967 ein Postulat eingereicht, in dem er den Beitritt zur UNO postuliert. Und die SGA hat als erstes den Bericht des Bundesrates auf das Postulat Bretscher zerpflückt und gefunden, ja, die Argumente seien alle gut, aber die Schlussfolgerung sei falsch, nämlich der Bundesrat ist zur Schlussfolgerung gekommen, die Frage sei wohl nicht mehrheitsfähig, also müsse man sie auf Eis legen. Und die SGA hat gesagt, nein, die Argumente sind ja da, also muss man die Öffentlichkeit informieren darüber und eine Abstimmung vorbereiten. Die SGA hat von Anfang an eine Aufklärungskampagne geführt über das Thema, was bedeutet die UNO für die Schweiz. UNO oder EU, alles was international ist sehr schwierig zu vermitteln. Und das schockiert mich oft, wenn ich merke, dass das Interesse nicht da ist. Oder liegt es am Interesse, liegt es vielleicht auch an der Komplexität der Themen oder daran, dass man schon gar nicht weiß, ist man Mitglied oder nicht. Zuerst wollte die rote Fahne mit dem weißen Kreuz nicht so recht. Doch dann, als sie mal oben war, wehte sie wie die anderen im Wind von New York. Mit dem Fahnenaufzug ist die Schweiz auch symbolisch in der UNO. Unter großem Applaus hatten die 6 Mitglieder der Schweizer Delegation die Beobachterplätze verlassen und sich in den Kreis der Generalversammlung gesetzt. Bundespräsident Caspar Villiger erläuterte die Grundzüge der schweizerischen Außenpolitik. Aber unsere Neutralität ist keine egoistische. Sie verschließt nicht die Augen vor Unrecht und Armut. Sie verbietet uns nicht, die Stimme dort zu erheben, wo Unrecht benannt werden muss. (1977) ist in einer Abstimmung die Bundesverfassung revidiert worden. Die Mitspracherechte des Volks und der Stände sind ausgebaut worden in internationalen Fragen. Die SGA hat wesentlich zu dieser Diskussion und zu dieser Ausweitung der Volksrechte beigetragen. Das Referendum ermöglicht dem Bürger eine Kontrolle über das Parlament. Beide Abstimmungsvorlagen möchten nun bei den Staatsverträgen das Parlament an eine noch kürzere Leine nehmen. So soll für jeden Beitritt zu einer Organisation für kollektive Sicherheit wie der UNO das Referendum obligatorisch sein. Es muss also auf jeden Fall darüber abgestimmt werden. Das Gleiche gilt auch für den Beitritt zu einer supranationalen Gemeinschaft wie etwa den Europäischen Gemeinschaften EG. Insbesondere die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union unterstehen dem ausgeweiteten Staatsvertragsreferendum und die Mitsprache wird eben dadurch möglich, dass damals 1977 die demokratischen Rechte in internationalen Sachen ausgeweitet wurden. Wichtigster Punkt des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist der gegenseitige Zollabbau für Industrieerzeugnisse. Das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Brüssel 1973, das kam auch zur Abstimmung. Damals
bestand noch kein Obligatorium, das dem Referendum zu unterstellen. Man hat es trotzdem gemacht, wenn man die Bedeutung dieses Abkommens damit hervorheben wollte. Und das Volk hat dieses Freihandelsabkommen mit klarem Mehr angenommen. Ich erinnere mich an Zeiten, in der die EU-Frage euphorisch diskutiert wurde, aber nicht in der Schweiz. Wie da plötzlich die Schweiz außen vor blieb. Wieso schwappte diese Begeisterung für die EU nicht über? Das Verdikt der Stimmberechtigten fiel deutlicher aus als erwartet. 16 von 23 Ständen sagen Nein zum EWR, das sind 49,7 Ja gegen 50,3% Nein. Nur 23.105 Stimmen haben also den Ausschlag gegeben. Die SGA hat am Katzenjammer vom 6. Dezember 1992 auch Anteil genommen und hat sich dann dafür eingesetzt, dass man eine Ersatzlösung finden muss, die dann in jahrelangen Verhandlungen auch gefunden wurde, in den bilateralen Abkommen. Ich möchte daran erinnern, dass die Schweiz der drittwichtigste Handelspartner der EU ist nach den USA und China, der zweitgrößte Investor. Weil man wirft uns ab und zu von einigen EU-Mitgliedern vor, wir seien Rosinenpicker. 1. August, die Finlandia-Halle in Helsinki. Ein politisches Jubelfest geht in Szene, Flitter und Glanz. Der größte Tag seit dem Versailler Vertrag, sagen die einen. Der größte Verrat am Westen, sagen die anderen. Leonid Brezhnev schmunzelt. Er hat gekämpft für diesen Abschlussgipfel der Sicherheitskonferenz. Nun hat er ihn. Spitzenpolitiker aus den USA, Kanada und allen europäischen Staaten gaben sich an diesem Gala-Gipfel die Ehre. Nur Albanien schmollte abseits. Für die Schweiz unterzeichnete Außenminister Pierre Graber die Dokumente. Obwohl klein und neutral, die Schweiz war an der Sicherheitskonferenz aktiv und unterbreitete mehrere Vorschläge. Einige wurden in die Dokumente aufgenommen. Die SGA hat den Helsinki-Prozess in öffentlichen Veranstaltungen, in internen Seminaren immer wieder thematisiert, hat die schweizerischen Initiativen, die in diesem Prozess vorgebracht wurden, ausdiskutiert, also beispielsweise die Mechanismen betreffend Streitbeilegung, die Intensivierung der menschlichen Kontakte zwischen Ost und West, die vertrauensbildenden Maßnahmen. Helfer aus verschiedensten Industrienationen arbeiten in Nepal an Entwicklungsprojekten. Unter ihnen befinden sich gegenwärtig 16 Schweizer. Ihr Arbeitsmotto ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sie wollen den Nepali helfen, sich dereinst selbst helfen zu können. Als beispielsweise Schweizer Fachleute ihre erste Brücke in Nepal bauten, halfen die Leute aus dem Nachbardorf als Lastenträger mit. Den Verdienst aus dieser Arbeit verwendeten sie dann dazu, eine eigene Brücke herzustellen, und zwar unter Anleitung eines Schweizers. Die Frage der dritten Welt war lange eigentlich die Domäne von spezifischen Drittweltorganisationen. Und die wurden auch politisch ein wenig in eine bestimmte Ecke gedrängt. Aber die Gesellschaft für Außenpolitik hat diese Nord-Süd-Frage von Anfang an eben als Teil der schweizerischen Außenpolitik und als Bereich, in dem die Schweiz Mitverantwortung hat, zu einem zentralen Thema gemacht. Sie hat sich engagiert in Abstimmungskämpfen, beispielsweise 1976, als es um einen Kredit an die Internationale Entwicklungsagentur ging. Diese Abstimmung ist damals verloren gegangen. Oder als es um das Entwicklungshilfegesetz ging. Dann auch, als es um den Beitritt zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds ging, 1992. Die Spannung blieb erhalten den ganzen Sommer über. Doch am Wahltag selbst war für die Schweiz der 24. Sitz im Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds so sicher wie das Amen in der Kirche. Und die Abstimmung im Plenum fiel denn, wie zu erwarten, klar, deutlich und ohne Wenn und Aber aus. Das Ziel wäre es auch, eben Leute, die noch nicht erkannt haben oder die sich noch nicht als politisch interessiert sehen, für Außenpolitik zu begeistern. Innenpolitik und Außenpolitik lassen sich immer weniger
voneinander säuberlich trennen. Sie fließen ineinander und das muss in der Öffentlichkeit stärker zur Kenntnis genommen werden und es muss eben auch Anlass sein, dass man sich darüber Gedanken macht und darüber diskutiert. Es ist ein Fakt, dass die Außenpolitik die Schweiz beeinflusst. Idealerweise können auch wir Schweizer mit unserer Innenpolitik das Ausland beeinflussen.